wird es schwierig. Es gibt viele Hindernisse auf dem Weg, auf das große Ziel, eines Tages Profi zu werden. Wir sagen auch immer gerne, es gibt nicht die Karriere. Manche müssen einen Umweg gehen übers Ausland, über eine Liga, wo sie sich gerade selber nicht sehen, um dann eines Tages ganz oben anzukommen. Today I invited you because I wanted to make a video for our subscribers. We can begin the interview with short introduction of yourself. Ja, danke Ini für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier und stelle mich gerne vor. Mein Name ist Mickey Russom. Ich bin 38 Jahre alt und arbeite als Scout bei der Apertura. Can you please tell me some details about your job? What is a scout? Also meine Rolle als Scout besteht im Wesentlichen, Spieler zu identifizieren und auch für die Agentur letzten Endes mit der Familie und ja, mit ihnen einen erfolgreichen Weg zum Profi gemeinsam zu gehen. And then can you tell me what your daily job routine is? What do you do on match day? Where do you go? Ja, das hängt natürlich von Tag zu Tag ab. Ne? Richtung Wochenende plane ich meine Spiele und überlege, welche Spiele ich anschaue. Und genau, und nachdem ich meinen Plan fertig erstellt habe, fahre ich dann durch ganz Deutschland mit meinem Auto und besuche dann die Spiele und versuche neue Talente, aber auch unsere vorhandenen Spieler, die bei uns unter Vertrag sind, zu unterstützen, dabei zu sein, ihnen auch Feedback zu geben, wie sie die Spiele absolviert haben und quasi als Matching-Partner in der Nähe zu sein. So it's not just only about getting new players, but also taking care of our players. Genau, also natürlich besteht auch meine Aufgabe im Wesentlichen darin, Spieler zu betreuen. Jeder Spieler hat seine Bedürfnisse, manche Spieler mehr, manche Spieler weniger. Genau. But how did you make it as a scout, as your professional job? Ich glaube, das Stichwort ist in dem Fall Leidenschaft. Ich schaue schon seit über 15 Jahren Spiele an, ohne dass ich in einer Agentur gearbeitet habe oder für einen Club gearbeitet habe. Und deswegen habe ich ganz viele Spiele bisher gesehen. Und ich glaube, wenn man eine Sache mit Leidenschaft macht, wird eines Tages der Beruf dich finden. Und so war es auch bei mir. Gibt es immer Möglichkeiten und ich schaue sehr leidenschaftlich viele Spiele an. Es ist für mich auch wie eine Art Therapie und wenn ich dann auch noch den einen oder anderen Spieler entdecke für die Agentur, dann ist es eine Win-Win-Situation für mich in dem Fall. Aber ich gehe in der Regel ohne Erwartungen in ein Spiel rein und entdecke ab und an den interessanten Spieler für die Agentur. What is the most important thing for you when you scout someone? Gute Frage. Natürlich müssen sie alle gute technische Fähigkeiten haben, sie müssen gute athletische Fähigkeiten haben. Ich achte aber auch und versuche so viel wie möglich von der Persönlichkeit zu identifizieren, weil am Ende des Tages der Charakter meiner Meinung nach den entscheidenden Unterschied machen kann, ob man Profi wird oder nicht. Genau, das sind so die wesentlichen Punkte. Persönlichkeit, Charakter, so viel es geht während einem Spiel zu entdecken, was nicht einfach ist. Deswegen versuche ich auch viele Spiele von einem Spieler zu beobachten, bevor ich zu dem Schluss komme, dass das ein Spieler ist, der interessant werden kann für unsere Agentur. Genau, ja. So not only just sportly techniques, but also character is very important. Absolut. Also Charakter sehr, 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 sehr wichtig. Okay. Und ohne den passenden Charakter und vor allem auch das Zauberwort Selbstvertrauen wird es ganz schwierig, seine Ziele zu erreichen. What's the difference between youth scouting and professional player scouting? Der Unterschied im Wesentlichen darin, dass im Jugendscouting ein mögliches Potenzial
was noch kommen kann, identifiziert werden muss. Und bei einem fertigen Profi, der 25 Jahre alt ist, da kann in der Regel nicht mehr so viel kommen, weil er eigentlich alle Fähigkeiten schon haben muss in dem Alter, weil er gar keine Zeit mehr hat, das noch zu lernen, weil er sich Richtung Karriereende bewegt. Then what do you think is the most important thing for youth players? Ich hatte es vorhin ein wenig erwähnt, Selbstvertrauen, würde ich sagen. Ohne Selbstvertrauen wird es schwierig. Es gibt viele Hindernisse auf dem Weg, auf das große Ziel, eines Tages Profi zu werden. Wir sagen auch immer gerne, es gibt nicht die Karriere. Manche müssen einen Umweg gehen übers Ausland, über eine Liga, wo sie sich gerade selber nicht sehen, um dann eines Tages ganz oben anzukommen. Und da möchten wir als Matching-Partner an der Seite zu sein und ihnen da helfen. So self-confidence is the most important thing. Würde ich sagen, ja. Okay. Wir sind jetzt hier bei den Stuttgarter Kickers. In der U17 habe ich das erste Mal Jamal Musiala gesehen gegen Stuttgarter Kickers. Wow. Und interessant bei ihm war damals, er war sehr dünn, Skinny Boy. Und hat